Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam diesen Weihnachtsmann-Anhänger Schritt für Schritt. Ein Weihnachtsmann-Glückswürmchen. Der Körper ist auch diesmal ein bisschen anders, das zeige ich euch, geht aber weiterhin super schnell. Dann machen wir die Mütze noch Runde für Runde gemeinsam. Das Köpfchen haben wir selbst bemalt. Das ist eine 25 mm Holzperle. Die habe ich ungefähr so bemalt. Die ist dann nachher unter der Mütze und hinter dem Bart versteckt. Da könnt ihr auch noch rote Bäckchen drauf machen, wenn ihr möchtet. Und für den Puschel hier und für den Bart habe ich diese Wolle hier verwendet. Die gibt es, glaube ich, auch fast überall aktuell zu kaufen. Und ich zeige euch das alles auch im Nachhinein im Video, währenddessen Schritt für Schritt. Und wir fangen direkt an. Ich häkle jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel. Wir machen die Schlaufe und den Körper an einem Stück, deswegen fangen wir jetzt direkt mit der Schlaufe an. Ihr nehmt euch natürlich die Farbe, die ihr möchtet. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und für die Schlaufe habe ich hier jetzt 65 Luftmaschen gehäkelt, denn das muss nachher noch hier durch die Mütze. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da noch einen Knoten reinmachen. Also eine Luftmaschenkette mit 65 Luftmaschen. Die Luftmaschenkette mit 65 Luftmaschen ist fertig. Wir halten sie so einmal gerade, gehen dann mit der Häkelnadel hier vorne in die erste Masche rein, holen den Faden und ziehen durch diese beiden Schlaufen hindurch. Somit ist die Schlaufe auch schon fertig. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem Körper. Für den Körper habe ich 40 Luftmaschen gehäkelt, also einfach weiter. Wir machen jetzt eine neue Luftmaschenkette hier an die Schlaufe dran mit 40 Luftmaschen. 7, 8, 9, 10 und bis wir 40 haben. Wir haben jetzt auch hier die Luftmaschenkette mit 40 Luftmaschen. Die Schlaufe ist hier oben und jetzt machen wir das Würmchen in 2 Runden. Also wir machen jetzt einmal wie gewohnt erstmal 3 Stäbchen in ein und dieselbe Masche. Also hier vorne nehmen wir uns die Wolle erstmal auf die Häkelnadel, überspringen die nächsten beiden Maschen, gehen in die dritte Masche rein, machen hier ein Stäbchen rein. Dann holen wir wieder den Faden, gehen in dieselbe Masche wieder rein, machen ein zweites Stäbchen und in dieselbe Masche noch ein drittes Stäbchen. Das machen wir jetzt erstmal die ganze Zeit, bis wir hier vorne an der Schlaufe ankommen. Allerdings dürft ihr hier jetzt keine Masche überspringen, also die nächste Masche ist direkt dann links daneben und auch da kommen immer 3 Stäbchen rein. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr natürlich auch mitzählen. Und da ist auch gleich wieder die nächste. Also nicht die hier nehmen, sondern wirklich direkt hier die nächste. Damit das auch am Ende schön wird, sich schön eindreht, schön dick und fest wird. Also das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Bis wir oben an der Schlaufe angekommen sind, machen wir immer diese Runde lang 3 Stäbchen in jede Masche. Ich habe jetzt in jede Masche die 3 Stäbchen gehäkelt. Jetzt drehe ich mir das noch einmal kurz zurecht. Und jetzt häkeln wir direkt weiter. Wir häkeln jetzt so gesehen eine zweite Runde. Und wir häkeln jetzt direkt hier einmal weiter, bis wir unten angekommen sind. Und zwar machen wir jetzt ein Stäbchen in jede Masche. Also in jede der Maschen nur jeweils ein Stäbchen.
Und das, bis wir unten angekommen sind. Das geht auch jetzt super schnell. Und dann wird unser Würmchen auch ein bisschen so dicker und auch hübscher, finde ich. Das passt ganz gut jetzt. Ihr seht, einfach einmal drumherum immer bis nach unten hin häkeln. Immer ein Stäbchen in jede Masche. Das spule ich dann jetzt auch einmal schneller. So, auch diese Runde ist jetzt fertig. Ich schneide den Faden einmal ab, ziehe es einmal raus und drehe mir das erstmal alles schön zurecht. So sieht es nämlich aus, wenn das erstmal gehäkelt ist. Und so sieht das Würmchen jetzt schon mal aus. Dann machen wir gleich nur noch die Mütze gemeinsam und dann stecken wir unseren Kopf auch schon drauf und dann sind wir gleich schon fertig. Das geht auch wirklich super schnell. Wir machen dann jetzt weiter. Diesen unteren Faden vernähe ich gleich und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier natürlich noch Perlen oder andere Sachen hinhängen. Das sieht auch ganz süß aus. Wir nehmen uns jetzt die Wolle wieder. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Wir fangen jetzt erstmal sehr klein an. Die ersten 1, 2 Reihen sind ein bisschen knifflig, aber dann wird es auch einfacher. Also wir legen uns die Schlaufe zweimal um die 2 Finger, gehen hier vorne mit der Häkelnadel rein, holen den hinteren Faden raus. Dann holen wir den Faden und ziehen hier durch die Schlaufe einmal durch. Somit haben wir den magischen Ring erstellt. Und in diesem magischen Ring machen wir jetzt erstmal 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Dann ziehen wir am kurzen Stück den Faden einmal fest. Und jetzt haben wir hier 4 Maschen. Das heißt, wir werden jetzt in dieser zweiten Runde jede der 4 Maschen verdoppeln, so dass wir auf 8 kommen. Wir gehen hier direkt in die erste rein hier vorne. Wie gesagt, am Anfang ist diese zweite Runde ein bisschen knifflig, aber ab der dritten Runde wird es auch wieder einfacher. Dann machen wir jetzt in die eine Masche 2 feste Maschen rein. Das ist die erste. In dieselbe Masche nochmal rein. Und die zweite feste Masche. Dann in die nächste Masche rein. Auch hier machen wir 2 feste Maschen. Das ist dann die dritte und die vierte. Dann in die nächste Masche. Hier kommt die 5. und die 6. Masche. Und in die letzte, die 7. und die 8. Masche. So ist Runde 2 auch schon fertig. Jetzt mache ich mir hier einen Maschenmarkierer ran. Wir sind jetzt in Runde 3 und das Stück kommt jetzt nach außen. Das stülpe ich immer wieder mal zwischendurch ein bisschen raus
Und hier werden wir jetzt in Runde 3 einfach in jede Masche nur eine feste Masche machen. Das werden dann auch 8 Maschen. Drei, 4, 5, 6, 7 und hier beim Maschenmarkierer ist die 8. Masche. Dann kann der Maschenmarkierer eine Runde nach oben. Ich stülpe mir das wieder ein bisschen um. Jetzt sind wir schon in Runde 4 und Runde 4 und 5 machen wir genauso. Wir machen in jede der einzelnen Maschen nur eine feste Masche. Also in Runde 4 und 5 sind dann auch nur 8 feste Maschen und dann machen wir wieder gemeinsam weiter. Die 2 Runden spule ich dann jetzt schneller und nach jeder Runde mache ich den Maschenmarkierer wieder nach oben. Wir haben jetzt Runde 2, 3, 4 und 5 mit je 8 festen Maschen gehäkelt. Diesen Anfangsfaden schneide ich mir etwas kürzer. Wir fangen jetzt an mit Runde 6 und in dieser Runde werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Das heißt, in die nächste kommt nur eine feste Masche und in die danach, also in die zweite, kommen dann 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Dann in die nächste wieder nur eine, in die danach dann wieder 2. Die Runde ist natürlich sehr klein, das geht super schnell. Dann wieder nur eine und wieder 2. Nochmal eine und in die letzte Masche wieder 2 feste Maschen. Maschenmarkierer wieder nach oben. Wir sind in Runde 7. In dieser Runde werden wir einfach nur eine feste Masche in jede Masche machen. Hier machen wir keine Zunahmen. Am Ende der 7. Reihe angekommen, Maschenmarkierer wieder nach oben. Alles wieder ein bisschen umstülpen, ordentlich machen. Wir fangen an mit Runde 8 und auch in Runde 8 werden wir jede zweite verdoppeln. Immer 2 feste Maschen in die zweite Masche. In die nächste wieder nur eine und im Wechsel dann wieder 2 feste Maschen. Am Ende der 8. Reihe angekommen. Wir fangen an mit Runde 9. Wir haben auch nicht mehr viele Reihen. Das geht ganz schnell. In Runde 9 machen wir auch nur feste Maschen, also eine in jede Masche
ohne Zunahmen. Am Ende der 9. Reihe angekommen. Wir fangen an mit Runde 10. In Runde 10 werden wir auch noch ein letztes Mal jede zweite verdoppeln. Am Ende der 10. Reihe angekommen. Wir haben jetzt noch 2 Runden. In Runde 11 machen wir nochmal nur feste Maschen. Also nur eine einzige in jede Masche. Und wir sind in der letzten Runde jetzt angekommen, in Runde 12. Hier machen wir jetzt Abnahmen und das ergibt dann gleich die richtige, schöne Form. Und dann machen wir nur noch eine Randfarbe mit Weiß. Also in Runde 12 machen wir jetzt Abnahmen. Und zwar machen wir in die nächste Masche erstmal nur eine feste Masche rein. Und dann werden wir immer von der zweiten und von der dritten Masche Abnahmen machen. Das heißt, wir gehen bei der zweiten Masche hier unten rein durch eine Schlaufe und auch bei der dritten Masche unten rein durch eine Schlaufe. Dann holen wir den Faden durch diese beiden Schlaufen raus und machen dann die feste Masche. Dann gehen wir wieder in die nächste, machen nur eine feste Masche und dann haben wir so gesehen wieder die zweite und die dritte und da gehen wir unten rein durch eine Schlaufe und bei der dritten durch eine Schlaufe, holen den Faden durch diese beiden, haben dann 2 Schlaufen und machen dann die feste Masche. In die nächste wieder nur eine, von der zweiten und von der dritten, dann wieder die Abnahme und das machen wir die ganze Runde so. Und das ergibt dann gleich die richtig schöne Form. Dann machen wir gleich noch schnell einen Farbwechsel. Das geht aber ganz einfach. Und machen die letzte Runde. Dann können wir unser Würmchen, unseren Weihnachtsmann auch schon zusammenstellen. Am Ende angekommen, mache ich die letzte Abnahme. Den Maschenmarkierer mache ich jetzt schon mal ab. Dann hole ich mir meine neue Farbe, in dem Fall hier Weiß, lege es auf die Häkelnadel, drehe es mir einmal, halte das kurze Stück hinten fest, ziehe durch die rote Schlaufe durch. Die rote Schlaufe ziehe ich dann auch fest und packe sie nach hinten. Und jetzt werden wir diese ganze Runde einfach nur eine feste Masche
in jede Masche häkeln. Das ergibt dann nochmal einen richtig schönen Abschluss. So, wir nähern uns hier dem Ende. Ich mache hier auch nochmal natürlich, damit der Übergang schön zu ist, nochmal eine Masche. Ich schneide meine Fäden ab. Und jetzt könnt ihr die vernähen und verknoten. Das ist alles euch überlassen. Ich ziehe mir alles einmal nochmal schön fest. Verknote schon mal hier weiß mit weiß. Und dann zeige ich euch gleich alles, wie wir das mit dem Bart und hier dem Puschel gleich machen. Das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt einmal alle Fäden vernäht und verknotet. Das kann jetzt einmal hier kurz zur Seite. Ich habe euch ja gezeigt, diese Wolle, die gibt es fast überall. Davon schneide ich mir jetzt erstmal so ein Stückchen ab. Ungefähr so. Dann tue ich die erste Seite auf die Vernähnadel. Nehme mir die Mütze. Gucke erstmal, was hier vorne sein soll. Das bleibt vorne bei mir. Dann gehe ich hier einmal rechts lang und einmal links gleich lang. Also erstmal hier einmal rechts. Ziehe das nach unten hin einmal durch. Dann fädel ich mir die andere Seite auf die Vernähnadel. Und gehe auf der anderen Seite bei der Mütze von oben rein, auch nach unten hin raus. So. Dann ziehe ich mir das so ungefähr gleich lang nach unten. So dass hier oben aber noch so ein Puschel übrig bleibt und ziehe das jetzt auch nicht allzu fest. Ungefähr so. Dann nehmen wir erstmal unser Köpfchen, gehen hier mit der Häkelnadel durch, nehmen die Schlaufe, ziehen das hier schon mal durch. Dann ist das hier schon mal dran. Und jetzt nehmen wir die Mütze, gehen hier oben einmal mittig durch, nehmen dann die Schlaufe, hängen das hier an unsere Häkelnadel ran und versuchen das hier oben einmal rauszuziehen. So. Jetzt haben wir alles schon mal richtig ran gemacht. Jetzt kommt es hier einmal an Schönmachen. Also, das wird unser Bart. Hier ist die Schlaufe. Die Mütze werde ich mir nachher auch auf der hinteren Seite mit der Heißklebepistole etwas festmachen, damit die nicht so über das Gesicht rutscht. Und den Bart positioniere ich mir jetzt auch so, wie ich das möchte. Ich drehe mir alles einmal schön zurecht, hole mir das nach vorne. So. Dann werde ich hier unten jetzt einmal festbinden. Dafür nehme ich einfach die weiße Wolle. Das lege ich hier einmal drunter, drehe mir alles einmal zurecht.
verknote das hier. Und auch den Bart werde ich gleich nachher nochmal links und rechts mit einem Klecks Heißkleber festmachen. Den können wir abschneiden. Der Bart ist natürlich jetzt viel zu lang, den schneide ich auch kürzer. So. Und unser Weihnachtsmann ist somit fertig. Ihr könnt natürlich hier noch ordentlicher schneiden, wie ihr wollt, kleben wie ihr wollt. So sehen die beiden jetzt aus. Ich habe hier einmal ein knalliges Rot und so ein dunkles Rot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Viel Spaß, bis dahin!